Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Puffin' Around. Wie ihr seht, er hat mich mal wieder mitgenommen. Ich darf auch mal wieder Urlaub machen. Wir sind auf der Aida-Sol, machen eine Woche Urlaub und zeigen euch was ganz Neues. Wir zeigen euch Schottland. Wir fangen an in Newcastle, was in England liegt, und machen uns dann weiter auf den Weg nach Edinburgh, wo wir schon sehr lange nicht mehr waren. Als nächsten Stopp geht es weiter nach Invergordon, wo wir einen Ausflug gebucht haben auf das Loch Ness. Auf dem Loch Ness? Das. Auf Loch dem Ness. See. Auf Loch Ness. Auf das Loch. Ja, Ist wir doch fahren mit dem egal. Schiff auf Loch Ness. Gucken nach, ob wir Nessie sehen. Und zum Abschluss werden wir nochmal Kirkwall besichtigen, beziehungsweise die Orkney-Inseln. Dort haben wir uns ein Auto gemietet und werden nochmal die Insel abfahren. Wenn ihr es alles sehen wollt, dann bleibt dran und begleitet uns mit Aida-Sol. Und damit herzlich willkommen an unserem ersten Stopp in Newcastle. Ihr seht, beim besten Wetter, wir sind hier gerade auf der Millennium Bridge, die sich zweimal am Tag umkippt. Ich glaube nicht, dass wir es heute sehen werden, aber um 12 und 6 Uhr kippt die sich einmal, damit Schiffe drunter durchfahren können. Und wir werden jetzt gleich dort drüben in die Altstadt rauf. Da hinten ist das Castle und werden uns dann in der Innenstadt vorkämpfen und mal ein bisschen Sightseeing betreiben. Und dann nehmen wir euch mit. Newcastle liegt im Nordosten Englands, direkt am Fluss Tyne. Früher war die Stadt bekannt für Kohle, Stahl und Schiffbau. Heute eher für Unis, Fußball und Nachtleben. Mitten in der Stadt steht die St. Nicholas Cathedral. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Besonders auffällig ist ihr Turm mit einer steinernen Krone. Dieser war früher ein wichtiger Orientierungspunkt für Schiffe auf dem Tyne. Heute ist die Kathedrale ein stiller Ort inmitten der belebten Innenstadt.
Der Granger Market wurde 1835 eröffnet und gehört zu den ältesten überdachten Märkten in England. Hier gibt es alles, vom frischen Obst über Vintage-Kleidung bis zu typischen Streetfood. Gut, nachdem wir jetzt die Innenstadt erkundet haben, gehen wir jetzt in das Great North Museum und da gibt es etwas, was wir uns unbedingt angucken wollen. Ich zeige es euch mal. Da, ein T-Rex. Wir suchen jetzt den T-Rex. Gucken, ob wir ihn finden. Schon aufgeregt? Aufgeregt? Oh, Birds. Gibt's hier Puffins? Puffins, Puffins, Puffins. Noch mehr Vögel, aber auch aus der Distanz. Keine Puffins. Also wenn die hier fehlen, ne? Hier sind noch mehr Birds. Puffin, Puffin. Nein, kein Puffin. Hast du einen? Da, ein Puffin. Wir haben ihn gefunden. Da ist er. Und jetzt sehen wir gleich noch ein ganz besonderes Exemplar. So, jetzt haben wir schnell ein Taxi genommen und sind jetzt in Tynemouth. Hier sieht es auch ganz neckisch aus. Vor allem ist das Wetter immer noch sehr schick. Solltet ihr mit dem Shuttle von AIDA fahren, würdet ihr in Tynemouth landen. Tynemouth liegt direkt an der Küste, nur ca. 20 Minuten mit der Metro von Newcastle entfernt. Oben auf den Klippen stehen die Ruinen von Tynemouth Priory mit Blick aufs Meer. Unten gibt es Strände, Surfer und Fish and Chips. Im Frühling natürlich nicht, weil es war ganz schön kalt. So, wir waren gerade hinter mir, seht ihr es, in einem Fischrestaurant essen, hier direkt an der Ecke. Und das ist wirklich, wir haben schon einige Fish and Chips gegessen, das war wirklich das zweitbeste Fish and Chips, die ich jemals gegessen habe. Das Beste war in London, da habe ich aber das Dreifache für bezahlt. Also solltet ihr mal in Tynemouth sein, dann auf jeden Fall hier an der Ecke essen gehen. Da steht der Steffen. War lecker, ne? So, ihr kleinen süßen Sahnesnitten. Wir sind nun zurück am Schiff. So, ihr Lieben, wir haben den Tag wundervoll verbracht in Newcastle, haben noch eine Taxifahrt nach Tynemouth gemacht, haben fantastischen Backfisch gekriegt und sind jetzt hier schön am Fluss zurückgelaufen zum Schiff und ja, genießen nachher das Auslaufen, das schöne Wetter und dann sehen wir uns morgen in Edinburgh.
Herzlich willkommen, wo? Das zu sehen, glaube ich, in Edinburgh. Edinburgh, da ist die Burg. Und da ist das Walter Scott Monument. Genau, wir sind hier gerade mitten in der Neustadt noch und werden gleich den Weg rüber machen in die Altstadt, genau über die Brücke und werden dann uns die ganze Altstadt angucken. Yay! Die Altstadt von Edinburgh wirkt wie aus einer anderen Zeit. Enge Gassen, alte Häuser, Kopfsteinpflaster. Die Royal Mile ist das Herz der Stadt und führt direkt zum Schloss. Hier gibt es Straßenkünstler, Pubs, Souvenirs und hinter jeder Ecke ein Stück Geschichte. Die St. Giles Cathedral liegt direkt an der Royal Mile, nicht zu übersehen mit ihrem markanten Turm. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist das spirituelle Zentrum der Stadt. Nächster Stopp ist die Victoria Street, die zum Grassmarkt führt. Und die Victoria Street ist dafür bekannt, dass sie die Inspiration für die Winkelgasse von Harry Potter war. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, warum das die Inspiration war. Und damit landen wir im Grass Market. Das war früher der Platz, bei dem die Leute exekutiert wurden, die zum Tode verurteilt wurden. Und hier versuchen wir jetzt was zu essen zu greifen. Der Grassmarket ist ein historischer Platz direkt unterhalb des Edinburgh Castle. Früher fanden hier der Pferdemarkt statt, heute gibt es coole Cafés, Pubs und Shops. Die Atmosphäre ist entspannt, auch wenn hier früher wirklich öffentlich Hinrichtungen vollzogen wurden. So, wir sind gerade im White Hart Inn und werden jetzt hier gleich Haggis essen. Und das ist eine der ältesten oder am ältesten aussehenden Tavernen in ganz Edinburgh. Und wir sitzen jetzt hier wieder beim Innocent Gun und dann gibt es gleich Essen. Jetzt geht es weiter. Hier hinter mir seht ihr das White Hart Inn. Und wir gehen jetzt in den Grassmarket ein kleines Stück weiter, weil es hier einen sehr schönen Second-Hand-Buchladen gibt. Ich muss sagen, den schönsten Second-Hand-Buchladen, den ich bisher gesehen habe. Und bei dem habe ich auch schon ein sehr, sehr altes Peter-Pan-Werk erstanden. Wirklich mit handbemalten Bildern drin und dran. Also es war auch echt teuer. Aber da will ich aus Nostalgiegründen jetzt noch einmal reingucken. Und ich nehme euch mit.
Als wir das erste Mal in Edinburgh waren, haben wir auch direkt im Ross Market gegessen und sind dann einfach die Treppe hoch und haben festgestellt, dass man von hier oben einen sehr, sehr genialen Blick hat. Ich glaube, wir sind nicht mehr die Einzigen, die diesen Spot kennen, weil hier steht schon echt viele. Es ist groß und alt. Weißt du noch was? Da sind die schottischen Kronjuwelen. Das stimmt, die haben wir sogar schon gesehen. Und das war's. Um 1 macht's kurz Peng. Um 1 macht's Peng. Genau. Da haben früher die Kapitäne ihre Schiffsuhren geeicht drauf. Ansonsten ist es voll. Voll, so wie du gerade. Ja. Edinburgh hat eine lange und bewegte Geschichte, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Stadt war einst das Zentrum des schottischen Königreichs und spielte eine wichtige Rolle in den Konflikten zwischen England und Schottland. Heute erinnert vor allem die mittelalterliche Altstadt an diese Zeit zurück. Der Greyfriars Kirkyard. Hier hat Joanne K. Rowling, die an diesem Elefantencafé, wo wir vorhin schon waren, Harry Potter geschrieben hat. Das ist hier gleich nebenan, allerdings ist das Original abgebrannt. Und in der Victoria Street ist jetzt so ein kleiner Extraladen, um das Problem sozusagen erstmal zeitweise zu beheben. Und hier auf diesem Greyfriars Kirkyard hat Joanne K. Rowling sehr viele ihrer Namen für Harry Potter gefunden in den Gräbern. Der Greyfriars Kirkyard ist ein historischer Friedhof in Edinburgh, bekannt für seine düstere Atmosphäre und als Heimat von Greyfriar Bobby, dem treuen Hund, der 14 Jahre lang am Grab seines Herrchens verweilte. Der Friedhof selbst ist über 400 Jahre alt und bietet einen faszinierenden Blick über die Geschichte der Stadt, mit vielen alten Grabsteinen und einer geheimnisvollen Stimmung. Eins haben wir gefunden, McGonagall. Immerhin. Und hier das Grab der Familie Black. Black. Die Gangway befindet sich heute Morgen auf Deck 5. Auch Invergordon hat wieder einige Highlights zu bieten. Nur etwa 50 Kilometer entfernt ist das weltbekannte Loch Ness mit Nessie zu finden. Außerdem gibt es einige Burgen und Festungen zu bestaunen. Das Wetter heute ist bewölkt mit ein wenig Sonne bei einer Höchsttemperatur von 9 Grad Celsius. Am Abend kann vereinzelt etwas Regen auftreten. Viel Spaß bei Ihrem Aufenthalt in Invergordon. Dankeschön, Ihr Kapitän. Wir sind jetzt auf dem Caledonian-Kanal und machen jetzt eine Tour rauf zum Loch Ness und werden mal schauen, ob wir Nessie finden. She steps through the mist and watches shadows play. Wanders in the hidden depths. So, hier an Bord gibt es Schokolade mit Whisky und Ein Schmackofatz. A myth that might be real. In the heart of Scottish lands,
Caverns lurking within the water is what many of you may know Loch Ness for. Her most famous resident, Nessie, the Loch Ness Monster. What you may not know is that stories of the monster date back almost 1,500 years. Hast du Loch Ness schon gesehen? Loch Ness habe ich schon gesehen. Hast du Nessie schon gesehen? Nessie habe ich noch nicht gesehen. Lass mal gucken. Guck mal, ob du es findest. Oh mein Gott, da ist Nessie. Wir sehen Nessie. Da, guckt, da kommt's. Wait a minute. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Stopp unserer Reise angekommen. Kirkwall auf den Orkney Islands. Wir waren vor ein paar Jahren schon mal hier und steckten hier auf dieser Insel fest. Deswegen kennen wir die Insel schon relativ gut. Und haben uns deshalb entschieden, uns ein Auto zu mieten und unsere paar Lieblingsspots mal abzufahren. Also die jetzt heute nicht komplett überlaufen sind, weil ein Kreuzfahrtschiff drin liegt. Das wir auch gehören. Und deswegen nehmen wir euch mit und zeigen euch so ein paar geheimere Spots hier, die man vielleicht sonst nicht so sieht, wenn man einfach hier für einen Tag mal herkommt. Die Walkmill Bay haben wir damals vor 3-4 Jahren entdeckt hier. Und das Schöne bei der Bay ist, dass wenn Ebbe ist, so wie wir jetzt auch haben zum Glück, kann man runter über diesen wunderschönen Strandsand gehen. Und das Wasser sieht wirklich karibisch aus. Baden waren wir noch nicht, weil es ist einfach viel zu kalt. Und im Sommer, beziehungsweise im Spätsommer, ist hier auch alles voller Heide und alles blüht lila drumherum. Auf den Orkneys erlebt man die Natur in vollen Zügen, besonders beim Wechsel von Ebbe und Flut. Der Gezeitenunterschied kann hier bis zu 6 Meter betragen, was die Küste ständig verändert. Während der Ebbe kommen kleine Sandbänke und Felsen zum Vorschein, die bei Flut wieder verschwinden. Die Orkney-Inseln haben eine faszinierende Geschichte, die bis in die Bronzezeit zurückreicht. So, wir kommen zum nächsten Spot. Wir gehen jetzt in den Unstan Cairn. Das ist ein 5300 Jahre altes Hügelgrab. Oh Gott, oh Gott. Aber es geht jetzt nicht so weit. Im Gegensatz zu einem anderen Hügelgraben, den wir drin waren,
haben sie, als sie es neu gebaut oder überdacht haben, haben sie zumindest Fenster reingebaut, sodass man ein bisschen Licht hat. Herzlich willkommen in meinem Schlafgemach. Das war die stille Treppe. Dann Sonnenschein und hier mit Nieselregen. Und eben Wind auf jeden Fall, ja. Genau, es waren mal mehrere Steine im Kreis aufgebaut und in der Mitte war ein Feuerplatz. Es war wohl so eine Art Gedenkstätte, 5000 Jahre alt, also 3000 vor Christus. Hier seht ihr es aber von oben, weil Drohne dürfen wir leider nicht mitnehmen aufs Kreuzfahrtschiff. Nachdem wir hier bei den Setting Stones of Stennis waren, geht es jetzt weiter in diese Richtung zum Ring of Brodgar, der noch größer ist und einen weiteren Umfang hat als Stonehenge. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Jetzt sehen wir uns gleich da wieder. Das vergesse ich hundertprozentig, dass ich das gleich gemacht habe. Der Ring of Brodgar ist einer der beeindruckendsten prähistorischen Steinkreise auf den Orkney-Inseln. Er stammt aus der späten Jungzeit, etwa 2500 vor Christus, und war vermutlich ein religiöses und rituelles Zentrum. Und das Schönste ist eigentlich, dass er hier genau zwischen zwei Lochs liegt. Mit seinen 27 verbliebenen Steinen, die im Kreis angeordnet sind, bietet der Ort nicht nur einen faszinierenden Blick in die Vergangenheit, sondern auch eine atemberaubende Aussicht auf die umgebende Landschaft. Damit ihr mal seht, wie dicht hier alles ist. Hier war der Cairn, wo wir gerade drin waren. Da ist die Stone of Stennis. Und hier ist der Ring of Brodgar. Die Churchill Barriers sind eine Reihe von Dämmen, die während des Zweiten Weltkrieges erbaut wurden, um den Hafen von Scapa Flow auf den Orkneys vor feindlichen Angriffen zu schützen. Heute verbinden sie die verschiedenen Inseln miteinander und sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur. An manchen Stellen sieht man noch Relikte der militärischen Vergangenheit, während die Barrieren heute eine malerische Kulisse für Spaziergänge und Ausflüge bieten. Also die Italiener, die die Churchill Barriers gebaut haben, also die Kriegsgefangenen, die haben hier in der Umgebung dann gewohnt, hier direkt daneben, und haben diese Kapelle hergestellt. Das war's mit unserer Autofahrt. Wir werden das Auto jetzt zurückbringen und werden dann noch einmal uns Kirkwall genauer angucken, beziehungsweise wir kennen uns da relativ gut aus und gehen dann noch mal an so ein paar Spots vorbei, die uns interessieren. Ein Tipp, den wir euch geben können, ist, solltet ihr jemals hier in Kirkwall landen und ihr seht dieses Zeichen,
dann auf jeden Fall rein dabei. Hier gibt es richtig schönes handgemachtes Zeug, was sie hier alles vor Ort herstellen. Wenn ihr außerdem Eis essen wollt, und das können wir euch nur empfehlen, dann nicht hier. Das ist der Local Eisladen hier direkt vor Ort, sondern wenn, dann müsst ihr das Orkney-Eis, was ihr im Supermarkt kriegt, beziehungsweise in so einem kleinen Nebengeschäft, wir zeigen es euch vielleicht gleich einmal, holen. An der Tankstelle habe ich es auch gekriegt, eine ganz kleine Dose für 1 Pfund noch was. Und das schmeckt richtig lecker. Wenn ihr hier mal festhängt und ihr wollt sehr, sehr viel Whisky probieren und die unterschiedlichsten Sorten, dann seid ihr hier genau richtig. Ich glaube, dort fehlt es an nichts. Ja, machen leider erst 17 Uhr auf, deswegen kommen wir da nicht rein, weil wir 15 Uhr schon wieder an Bord sein müssen. Wenn ihr hier seid, es gibt eine ganz, ganz lustige Sache, die wir jetzt schon zweimal miterlebt haben. Und zwar Junggesellenabschied hier in Kirkwall. Und zwar ist es so, dass hier eine kleine, so ein offenes Fahrzeug mit einer Lagerfläche. Ein Pickup ist es. Genau, ein Pickup hier durch die Straßen fährt. Da sitzen die ganzen Leute und Kumpel vom Bachelor oder vom Junggesellen. Der ist übrigens geölt und gefedert und wird hier unter Lärm durch die Straßen gefahren. Bis er dann irgendwann vor der Kathedrale abgesetzt wird und an diesen Mast da mit Industriefolie festgemacht wird. Die St. Magnus-Kathedrale wird auch als Licht des Nordens bezeichnet, weil sie die größte Kathedrale im Norden von Großbritannien ist. Solltet ihr auch etwas Hunger haben und wollt hier einen kleinen Snack zu euch nehmen, dann gibt es einen kleinen Geheimtipp, nämlich den besten Fish and Chips in Town. Und das sagen nicht wir, sondern das sagen die Einheimischen, aber wir können es bestätigen, weil wir haben das schon mehrfach getestet. Als wir hier zum Beispiel eine Woche lang auf dieser Insel gestrandet sind, vor ein paar Jahren. Kommen wir zum Fazit des Videos. Lohnt sich Schottland jetzt mit dem Kreuzfahrtschiff, ja oder nein? Unsere Antwort ist jein. Für uns sind nicht die Städte das, was Schottland ausmacht, sondern alles dazwischen. Und da kommt man einfach besser mit dem Auto hin. Aber zum Reinschnuppern ist die Kreuzfahrt super. Unsere Empfehlung ist aber, wenn ihr das macht, lieber raus in die Natur, bucht euch Ausflüge, die in die Natur gehen oder mietet euch ein Auto und fahrt selbst durch die Highlands an den Küsten entlang und schaut euch diese wunderschöne Natur an, die Schottland nun mal so einzigartig macht. So ihr Lieben, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Reise. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, liked das Video und dann sehen wir uns eventuell wieder im Sommer. Dort haben wir nämlich schon die nächste Reise geplant. Und bis dahin, keep puffin' around.